Als die Bauern ihren Weg zu den Plantagen machten, durchtrennte ein seltsamer und beklemmender Schrei die Stille des Morgens. Es war ein Klang, den sie noch nie zuvor gehört hatten, ein Klang, der ihnen Schauer über den Rücken jagte. Und dann, zwischen den schaukelnden Kokospalmen, fanden sie die Quelle der verzweifelten Schreie. Dort, gefangen in der grausamen Umarmung eines Stacheldrahtzauns, befand sich ein Gubachebär. Der junge Bär, nur etwa 10 Monate alt, hatte seine Vorderpfote in einer brutalen Falle eines Wilderers gefangen. In seinem verzweifelten Kampf zu entkommen, war er versehentlich in den Stacheldraht geraten, was ihn hilflos und schwach zurückließ. Der Anblick des Schmerzes und Leidens des Bären war herzzerreißend. Seine einst majestätische Gestalt war auf ein erbärmliches, verwundetes Wesen reduziert, sein Fell verfilzt und zerrissen, seine Augen voller Angst und Erschöpfung. Aber sie wussten, dass sie den Bären nicht alleine retten konnten. Der Blick des Bären traf ihre, und er ließ einen weiteren schmerzvollen Schrei los. Es schien zu verstehen, dass seine einzige Hoffnung nun bei den Menschen lag, die es gefunden hatten. Schnell sammelten sie sich und wählten die Nummer des örtlichen Wildtierrettungszentrums. In einem Wettlauf gegen die Zeit eilten 9 engagierte Mitarbeiter des Rettungszentrums zur Szene. Der erste Schritt war, den aufgebrachten Bären zu beruhigen. Sie verabreichten ihm sanft ein Beruhigungsmittel, um sein Leiden zu lindern, und sobald der Bär betäubt war, machten sie sich an die Arbeit. Mit großer Sorgfalt und Präzision wickelten sie den grausamen Stacheldraht, der den Gubachebären gefangen hielt, vorsichtig ab, ohne weiteren Schaden anzurichten. Die größte Herausforderung stand noch bevor. Die Falle des Wilderers, die sich um die Vorderpfote des Bären klammerte, musste entfernt werden. Mit geschickten Händen entschärften sie die Falle und befreiten die Pfote des jungen Bären. Es wurde deutlich, dass der junge Gubache so verzweifelt gewesen war, sich zu befreien, dass er versucht hatte, den Stacheldraht mit seinen Zähnen durchzubeißen, was zu zusätzlichen Verletzungen im Mund und an den Zähnen führte. Alle diese Wunden wurden sorgfältig versorgt. Mehrere Tage vergingen, und der junge Gubachebär erlangte allmählich seine Stärke zurück. Schließlich kam der Tag, an dem der Bär als fit für die Freilassung in die Wildnis angesehen wurde. Als sie ihn freiließen, beobachteten sie mit angehaltenem Atem und hofften über alle Hoffnung hinaus, dass er überleben und wieder seinen Platz in der Wildnis finden würde. Ihre Hoffnungen wurden wahr, als nicht weit von der Stelle, an der sie den Bären freigelassen hatten, eine besorgte Mutterbärin wartete. Der junge Gubachebär, verwundbar und noch auf Anleitung angewiesen, torkelte auf seine Mutter zu. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.